Christo, congrats on reaching the semi-final of the DFB Pokal 4-0 here in Hanover. Pretty clear win. How do you feel about going one step further towards Berlin? Yeah, thank you. I feel very happy because we start the game very with a good concentration, and I think we score fast in the game, and it's more easier to play when we win 2-0, and because in Hanover it's difficult to play with a good atmosphere, and I think we start the game very well. Yeah, but we played a clear first half, very confident, and we had a strong Christopher Nkunku as always, right? Thank you, but I think my performance is not the most important. I think maybe it's more important to win this game, and we come and we win, and it's the most important. Yeah, but still, it's your 25th goal of the season already. Are you crazy? Are you done yet, or are you going to continue like this? I push my limit. I try to push my limits, and I'm focused to continue like this. But I repeat again, the most important is the performance of the team. If we win, if I score and we lose, it's not important. That's true, but please continue scoring. We need Thank that. you. Thank you. So one step further towards Berlin. You played the final last year. How hungry are you to go back to Berlin and to win the cup this year? It's like a little revenge. We lose against Dortmund. Now we have the opportunity to win this cup, and I think we need to win in the semi-final. Is the first step, and after we see on the final. Yes, step by step, Crystal, Yeah. and hopefully until the final in May. Pete, 4-0 Hannover, Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokal. Wie fühlt es sich für dich an nach einer atmosphärreichen Partie hier in Hannover? Es war nicht einfach, der Rasen war nicht einfach zu spielen. Wie fühlt es sich, dass wir in der nächsten Runde stehen? Ja, ich finde, dass wir ein Top-Spiel gemacht haben heute. Also ja, die Bedingungen waren nicht einfach, aber wir haben von Anfang an gesagt, dass uns nicht ablenken lassen von den Schwierigkeiten. Und klar, das erste Tor war sehr wichtig. 2 sehr gute Umschalttore haben wir gemacht in der ersten Halbzeit und super Kontrolle über das Spiel gehabt. Zweite Halbzeit war ein bisschen offener. Wir hatten schon vor dem 3-0 ein paar gute Möglichkeiten. Dritte Tor war sehr wichtig, Spiel nochmal beruhigt und dann, ja, es war sehr wichtig. Das war 4. Auswärtsspiel in 10 Tagen, also Hut ab vor der Mannschaft, weil das ist natürlich eine großartige Leistung heute. Hut ab vor der Leistung der Mannschaft, Hut ab aber auch vor deiner Leistung, denn du lässt dich dieses Jahr im Pokal überhaupt nicht ablenken. Noch kein einziges Gegentor. Geht es so weiter bis nach Berlin? Ich glaube, es wäre auch ein neuer Rekord, wenn man den Pokal gewinnt ohne ein Gegentor. Ja, wenn wir das natürlich schaffen, das würde bedeuten, dass wir eine sehr gute Chance haben, mal den Pokal zu gewinnen. Das ist nicht Großteil zu meiner Leistung, das ist eine Mannschaftsleistung. Ich mache meine Aufgaben natürlich, aber wir haben heute sehr gut verteidigt und gar nichts zugelassen. Das war sehr konzentriert. Wie gesagt, es war nicht einfach, aber trotzdem haben wir das Spiel sehr gut kontrolliert. Und ja, das war ein sehr wichtiger Schritt im Pokal und wir freuen uns auf ein Halbfinale. Ein sehr wichtiger Schritt. Du warst selbst schon zweimal im Pokalfinale in Berlin, hast schon gespürt, wie es ist, nah dran zu sein. Ist das auch was, das die Mannschaft aktuell ausmacht, dass wir wissen, wie der Weg dorthin geht und dass wir jetzt endlich diesen Pokal in Händen halten wollen? Ja, wir wissen natürlich, wie der Weg ist, aber wir haben noch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe vor uns, im Finale einzuziehen. Und ja, wir wissen noch nicht, wer unser Gegner wird, aber wir hoffen natürlich auf ein Heimspiel. Wir waren zweimal in der Halbfinale und auswärts gespielt. Nochmal ein Heimspiel in der Halbfinale wäre auch großartig für unsere Fans, für unsere Vereine. Und ja, unser Ziel ist ganz, ganz klar. Wir wollen den nächsten Schritt gehen im Pokal, im Finale kommen und dann, wenn wir schon dort sind, Pokal zu holen. Halste, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokal. Aber fast noch ein größerer Glückwunsch wahrscheinlich zu deinem Comeback. Du bist endlich wieder da, du hast ein paar Minuten am Platz gespielt. Wie fühlt es sich an? Ja, fühlt sich gut an. Also letzte Woche dabei gewesen zu sein, mit den Jungs wieder den Rhythmus zu haben, die Reise, Spiel, Atmosphäre. Hat einfach Spaß gemacht und gerade hier in meiner Heimat gegen 96 die Spielminuten zu bekommen, da natürlich auch großer Dank ans Trainerteam, mir das Vertrauen zu geben. War eine sehr, sehr lange Zeit, Leidenszeit, in den Monaten viel passiert und ich bin überglücklich, dass ich wieder auf dem Platz bin. Du sagst es, nach über 9 Monaten endlich wieder zurück auf dem Rasen und am Ende hier in der Heimat ist das, man sagt es oft immer, 50 Cent ins Phrasenschwein. Ja, solche Geschichten schreibt am Ende nur der Fußball. Geht es jetzt wieder richtig los für Marcel Halstenberg? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin voll im Lot jetzt.
will mich wieder im Vordergrund spielen, den Jungs helfen, Erfolg zu haben, natürlich auch Spiele gewinnen. Wir wollen was erreichen, wir wollen was gewinnen und darum geht's. Und natürlich hier im Stadion, Familie war da, Freunde waren da, das ist etwas Besonderes und das war ja wie einfach so Schicksal, wie man so schön sagt. Von daher, ja. Absolut besonders. Wir freuen uns enorm für dich. Du kennst die Reise im DFB-Pokal jetzt schon einige Male mit RB Leipzig, warst bei beiden Finals dabei in Berlin. Jetzt sind wir wieder so hautnah dran. Kitzelt es jetzt schon wieder in den Fingern? Ist schon die Gewissheit da, dass es nach Berlin geht oder ist die Hürde Halbfinale doch noch? Ja, Gewissheit. Also wir glauben schon dran. Wir haben hier vor dem Spiel gesagt, wir wollen ins Finale kommen, komme was wolle. Und jetzt haben wir den ersten Step gemacht. Mal gucken, wer im Halbfinale kommt. Aber wir wollen ins Finale, von daher wollen wir das auch gewinnen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, da was zu holen. Da würden wir uns auch sehr freuen, Marcel. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute in den nächsten Wochen, hoffentlich noch häufiger auf dem Platz zu sehen, dass du wieder voll zu alter Stärke zurückkommst. Vielen Dank. Hoffentlich dann im Mai gemeinsam in Berlin. Hoffentlich. Also, vielen Dank.